Die Bioprodukte selbst zu beschaffen wäre am Anfang zweifelsfrei günstiger, aber über die Zeit und mit eigener Erfahrung rechnet sich das System, das wir heute fahren, deutlich besser. Dieses System heißt Gastrofarming. Das bedeutet, dass fast alle Zutaten, die im Iro in Mannheim verarbeitet werden, selbst angebaut sind. In diesem Video erfährst du, wie Gastrofarming in einer Bar funktioniert, warum es sogar gegen Personalmangel hilft und warum ihr einfacher an Anbauflächen kommt, als ihr denkt, auch in der Stadt. Hallo, ich bin der Jonathan. Ich betreibe das Iro in Mannheim. Wir sind eine klassische Cocktailbar und betreiben ein eigenes Gastrofarming-Konzept. Das heißt, wir bauen unsere eigenen Obstsorten an, unsere eigenen Kräutersorten und unsere eigenen Gemüsesorten. Ja. 60% der Zutaten in der Mannheimer Bar sind selbst angebaut. Dafür hat das Iro 2022 sogar den Mixology Bar Award in der Kategorie Nachhaltigkeit und Bildung gewonnen. Kurze Transportwege, weniger CO2, Frische und Qualität. Darum legen immer mehr Menschen Wert auf die Herkunft von Obst und Gemüse. In Deutschland inzwischen 84%. Gleichzeitig sind die Lebensmittelpreise im Einkauf stark gestiegen. Da liegt die Idee doch ziemlich nah, Zutaten selbst anzubauen. Und es müssen ja nicht gleich 2 Gartenparzellen und eine eigene Streuobstwiese sein wie im Iro. Klein anfangen lohnt sich auch schon. Man kann auf 15 bis 20 Quadratmetern umsatzrelevante Produkte herstellen, die 15.000 bis 20.000 Euro Umsatz generieren können, wenn man es gut macht. Klingt gut, aber auch an 20 Quadratmeter muss man erstmal kommen. Vor allem in der Stadt. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass die Stadt oder die Gemeinde ein riesiges Interesse hat, das Mikroklima in Stadtteilen oder Vierteln zu verbessern. Und das ist auch der Hebel, wo man ansetzen muss. Man sollte per se erstmal nichts von privater Hand pachten, sondern man sollte im ersten Schritt eigentlich die Stadt adressieren. Gehen wir mal davon aus, die Fläche ist gefunden. Dann muss man ja nur noch wissen, wann, wo, wie, welche Pflanzen wachsen, gepflegt und geerntet werden. ExpertInnen zu fragen ist ein Schlüssel und das kann schon im Gartencenter anfangen. Und natürlich ausprobieren. Also alles, was wir verwenden, haben wir probiert und das war manchmal auch gar nicht so gut. Also du hast auf der einen Seite jahrhundertealtes landwirtschaftliches oder Agrarwissen und dann bringst du das mit so einer relativ modernen Barszene zusammen und dann poppt das richtig auf. Zur Weiterverarbeitung von Obst, Gemüse und Kräutern nutzt das Iro verschiedene Techniken. Wir arbeiten mit einfachen Techniken wie Vakuumierung, Sous Vide, aber auch Milchklärung oder Fatwashing. Wir haben das große Privileg, auch mit Ultraschall und einem Rotationsverdampfer arbeiten zu können. Für viele sind vielleicht technische Geräte am Anfang erstmal nicht zu finanzieren, aber es gibt andere Techniken, die man einsetzen kann, die auch fantastische Resultate erzielen. Also Sachen einlegen oder Fermentation. Wie bei diesem Drink mit dem prägnanten Namen Rhabarber-Johannisbeere-Wacholder. Wir haben fermentierten Rhabarber-Cordial, der mit Apfelsäure angereichert wird bzw. leicht nachgesäuert wird und ganz am Ende schön abgeschmeckt mit Monkey 47, damit wir so eine leicht kräutrig-würzige Note noch mit in den Drink bekommen. Ganz schön viel Aufwand, der sich aber lohnt. Die Mitarbeiter empfinden eine gewisse Ehrlichkeit gegenüber dem, was hier produziert und hergestellt wird und eine gewisse Wertigkeit. Und der Gast kriegt es natürlich transportiert in trennscharfe, wunderbare, tolle Aromen. Ob das gut für die Motivation oder den Team-Spirit ist? Ja, würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Am Anfang haben alle Mitarbeiter das furchtbar gefunden. Jeder Einzelne fand das schrecklich und in der Zwischenzeit lieben sie es alle. Also das kann ich mit Fug und Recht behaupten, jeder macht es sehr, sehr gerne. Aber Moment mal, dafür braucht man doch viel mehr Personal. Und viele Teams in der Branche sind nach wie vor knapp besetzt. Ich glaube, Mitarbeiter kommen zu uns speziell ins Iro, weil sie die Attitüde haben zu sagen, ich möchte etwas lernen, ich möchte in meinem Beruf auch weiterkommen. Es steigert auf jeden Fall die Attraktivität des Betriebes, gerade im Recruiting-Bereich. Klar ist, erstmal steigt der Personalaufwand. Aber wer langfristig denkt, profitiert nicht nur von neuen MitarbeiterInnen. Also wo du ganz sicher nicht sparst, ist an der Arbeitszeit. Die ist deutlich erhöht. Das ist so, gerade am Anfang, wenn du damit beginnst. Wo du aber sparst oder du viel mehr Ertrag generierst, ist in der Tatsache, wenn du es gut kommunizierst und deinen Gästen und deinen Mitarbeitern mitgibst. Die Resonanz ist fantastisch dazu. Gerade in den heutigen Zeiten springen Menschen sehr stark darauf an, weil man sich eben mit der Thematik gut auseinandergesetzt hat und die Notwendigkeit kennt. Du sparst eine Unmenge an Müll, an zeitlichem Aufwand einkaufen zu gehen, an Transportkosten. Das sind alles Sachen, plus halt der eigene Einfluss aufs Produkt selbst.
Aber wenn du es im ersten Moment einem Gastronomen gegenüberlegen würdest und würdest sagen, Jahr 1, wird er schon mehr bezahlen. Aber vielleicht 2,5% würde ich mal so ins Grüne schätzen. Also so haben wir es kalkuliert und wir kalkulieren schon ziemlich genau und straight. Aber über die Zeit und mit eigener Erfahrung rechnet sich das System, das wir heute fahren, deutlich besser. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere jetzt ZIP. Dann verpasst du auch Teil 2 dieser Doku mit Jonathans besten Tipps zum Gastrofarming nicht.